Sie ist überall zu finden. Nicht nur in kleinen Asialäden, sondern auch in großen Supermarktketten, wie in diesem Fall Kaufland, stehen die ikonischen Flaschen mit dem grünen Deckel und der roten Füllung. Es handelt sich um die Sriracha Chili-Soße. Diese werden fast ausschließlich von 2 Marken verkauft, von der Flying Goose Brand und der Huy Fong Foods Inc. Aber warum rede ich über eine Chili-Soße? Dazu eine kurze Story. Vor circa einem Jahr hat in meiner WG eine Mitbewohnerin aus Thailand gewohnt. Sie hat mir erklärt, dass Sriracha ursprünglich eine Thai-Soße ist. Jedoch hat die Soße, die man hier in Europa und in den Vereinigten Staaten kaufen kann, nichts mit der Soße zu tun, die ursprünglich aus Thailand kommt. Sie schmecken nicht nur anders, sondern sind im Grunde ein Knock-off der originalen Soße, sagte sie. Erst war ich davon nicht überzeugt, aber dann habe ich nachgeschaut und festgestellt, dass sie nicht nur recht hat, sondern dass auch eine äußerst faszinierende Story hinter der weltweit verbreiteten Fake Sriracha steckt und was ein Vietnamese damit zu tun hat. Dies ist eine Sriracha-Flasche, wie sie im Kaufland erhältlich ist. Wenn man sich die Beschriftung darauf anschaut, ist eines auffällig. Sie ist in Englisch, Chinesisch und Vietnamesisch beschriftet, allerdings nicht in Thai. Das liegt insbesondere an ihm hier. Der vietnamesische Einwanderer und kalifornische Geschäftsmann David Tran. Dieser begann im Jahr 1980 in Los Angeles Sriracha-Soße herzustellen und gründete die Firma Huy Fong Foods. Dass er gerade Sriracha herstellte, ist weniger zufällig, als es erst erscheinen mag. Als David Tran in die Vereinigten Staaten emigrierte, war Sriracha in Asien weit verbreitet. Die Beliebtheit der Chili-Soße kam daher, dass sie mit vielen unterschiedlichen Gerichten kombinierbar ist. Ursprünglich kam die Chili-Soße aus der gleichnamigen Stadt Sriracha im Süden Thailands. Wer zuerst Sriracha herstellte, ist nicht geklärt, jedoch wurde es von unterschiedlichen Familien seit Anfang der 1930er Jahre in eben dieser Stadt hergestellt. Weil die Familien nie damit rechneten, dass viel Geld damit verdient werden kann, hatten sie diese nicht rechtzeitig patentiert und auch die Zutaten waren bekannt. Schnell gab es eine Reihe an Nachahmern. So wurde Sriracha in Thailand immer beliebter und breitete sich auch auf die Nachbarländer aus, in denen lokale Variationen hergestellt wurden. So gab es auch eine vietnamesische Version. Ende der 1960er Jahre sah ein vietnamesischer Immigrant, der mit dem Schiff Huy Fong in die Vereinigten Staaten gekommen war, seine Gelegenheit und begann, die vietnamesische Version der Sriracha in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Damit begründete er das Imperium, das heute die Huy Fong Foods Company ist. Aber worin unterscheidet sich David Trans Sriracha von der thailändischen? Um das zu verstehen, habe ich meine ehemalige Mitbewohnerin gefragt, die mittlerweile wieder in Thailand ist. Sie hat mir diese Aufnahmen zurückgeschickt. So sieht die thailändische Sriracha aus. Vom Aussehen unterscheidet sie sich nicht besonders stark, vom Geschmack her allerdings schon. Laut meiner Mitbewohnerin ist die vietnamesische Sriracha deutlich bitterer und weniger süß als die thailändische. Außerdem soll die thailändische etwas schärfer sein als die Rooster-Marke. Diese Unterschiede im Geschmack haben zu einer leicht grotesken Situation geführt. Die thailändischen Sriracha-Marken verkaufen sich im Ausland nicht so gut, weil die gesamte Welt an den Geschmack der Rooster-Marke gewöhnt ist und den Menschen die thailändische Soße als Nachahmung vorkommt. Solltet ihr also eine gut laufende Familienproduktion einer thailändischen Chili-Soße besitzen, so solltet ihr rechtzeitig für die Patentierung sorgen. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr euch auch online ein thailändisches Rezept für Sriracha Chili Soße heraussuchen und euch selbst eine Meinung zum Geschmack machen.